Nicht irgendwie sagen, was, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder oder sowas. Also weil das halt einfach blöd im Video wäre. Dann würden wir da 500 Mal sagen, hallo ihr Lieben, sind wir schon wieder oder so. Einen wunderschönen guten Morgen, da sind wir mal wieder. Wie ihr seht, sind wir in unserem Dreier mal wieder zugange, an TF103. Wir bauen die Vorderachse zusammen. Feuerlöschanlage haben wir fertig zusammengebaut. Wir hatten ja letztens die Kartusche erneuert. Das haben wir alles sauber gemacht, weil es oxidiert war. Das ganze Fahrwerk, die Querlenker sowie die Rocker, die Pushrods, die Uprights, alles ist zurück von der Rissprüfung. Die Kohlefaserfahrwerke, die geben wir weg die gehen ins Computertomographen, und das ist eine spezielle Firma im Norden von Deutschland, die uns das alles hundertprozentig gecheckt hat und auch für gut befunden hat. Also können wir wieder alles zusammenbauen. Schaut euch mal das Ding an. Das ist jetzt der letzte von unseren Wischbunks an der Vorderachse. Der obere rechte ist es. Muss mal ein bisschen geputzt werden. Wie ihr seht, es gehen Kabel durch. Die Kabel gehen hier auf der Außenseite zum Querlenker, also zum Radträger bei Formel 1 Autos. Was ihr hier so seht, das ist ein Fangband. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube 2000 gab es mal einen ganz schlimmen Unfall! Beide Jordan, Barrichello und Coulthard sind draußen! Da so ein Startunfall direkt in der ersten Kurve, und da sind auch die Räder wieder fliegen gegangen, und ich glaube dann ab 2001, 2002 waren diese Fangbänder, die sind also oben in den Querlenker, wie ihr hier seht, die werden von innen dann am Chassis, gibt es extra spezielle Halterungen, und der untere Querlenker, das ist das hier, ihr seht, das geht dann durch den Wishbone durch und wird dann hier speziell, also das ist schon, hält das schon sehr, sehr hohe Kräfte raus. Natürlich gibt es Unfälle, dann reißen die natürlich auch raus. Aber es ist deswegen, damit so ein Reifen mit Radträgern an und dann kein Marschall, Streckenposten oder sogar Zuschauer totschlägt, weil so ein Rad hat natürlich richtig Schwung, wenn das mit 100 oder noch mehr km/h irgendwie in so eine Tribüne reinschlägt. Wie gesagt, ihr seht hier den Kabelbaum. Der Kabelbaum, das geht dann weiter zum Radträger, da werden die Temperaturen von der Bremsscheiben wird gemessen, es sind Linearsensoren in dem Bremssättel drin, dass man den Bremsverschleiß von den Bremsklötzen genau sieht. Es sind XYZ-Sensoren teilweise, die können die ganzen, beim Testauto war das, die haben die ganzen Kräfte messen können, also sprich Beschleunigung und so weiter und so fort, Beschleunigung, Bremsen, Querkräfte. Wheel-Speed-Sensoren haben die Autos auch, obwohl die Formel 1 Auto kein ABS hatten. Das hat, glaube ich, die wurden benutzt für die Traktionskontrolle auch. Aber da müssten wir am besten mal einen Ingenieur fragen. So, und jetzt bauen wir, wie gesagt, wir bauen den letzten Querlenker ein, und dann sind wir in einer Minute wieder da. Ja, wir haben jetzt mal die zwei Frontnasen von unseren 2003er Autos mal hier hingestellt. Das ist von dem Eutischen, was schon läuft, was ihr im Hintergrund seht. Und das ist von diesem Neuaufbau. Wie ihr seht, ist zwar der Flügel, die Flügel sind schon foliert, allerdings die Nasen noch nicht, weil er halt, ja, wie gesagt, der Folierer erst zum Schluss dann kommt und das Finally macht. Und der Flügel, der ist halt wesentlich besser zu folieren, wenn ich ihm die einzelnen Teile bringe, als wenn er schon zusammengebaut ist. Es sind unterschiedliche Specs. Ihr seht, der neue Flügel, also von dem 308er Auto, der Zusatzflügel hier, der ist einiges länger, hat hier diese Gurneys. Wo ihr seht, auch der ist jetzt auch recht flach eingestellt, aber trotzdem er ist wesentlich weiter ausgeklinkt und ist auch ohne Gurneys, also eher was für eine Highspeed-Strecke. Ja, es gab da noch nicht so extreme Aero-Nasen, wie es dann später der Fall war. Die waren, ich sage jetzt mal, 2003 noch relativ primitiv, also noch nicht so wild, und ist recht nicht so wild, wie es heute ist. Aber na gut, ist halt noch ein bisschen was oldschool. D'Amato will be impressing the Toyota bosses at their home Grand Prix, as Kimi has no answer to him at this point.
Du siehst die Teilenummer, ist natürlich eine riesen Hilfe jetzt. Du siehst zum Beispiel Anzugsdrehmomente wie hier. Du siehst auch, welches Loctite du benutzen musst und so weiter. Das Auto hat ja für jede Position seine eigene Schraube. Du kannst dich gerade eben mal ins Schraubenregal packen und sagen, damit mache ich jetzt einen Radträger fest. Weil die haben H7-Passungen und. Aber egal. Es gibt natürlich auch normale Schrauben, wie hier zum Beispiel an diesen Brake Ducts. Das sind ganz normale, wie du hier siehst, Buttonhead, sprich Linsenkopf. Oder später, wenn wir das jetzt zusammenbauen, so ganz kleine M4er, M5er Senkkopfschräubchen. Wenn du natürlich so kleine Schrauben, wenn du da einen Loctite nimmst, dann und in der Schnelle, dann ist der Ruckzuck, sind die rund. Und dann bist du da am Ausbohren mit Linksdrall und. Das ist natürlich wahnsinnig. Und trotzdem, teilweise lösen sich die und gehen natürlich fliegen. Okay, ich weiß, Pieps, okay, passt. Aber das Allergeilste, und das ist ein alter Trick von unseren alten Zackspeed-Jungs, ist Silikon. Du machst dann die kleinen M4er, M5er Schräubchen, machst du Silikon dran. Geil, echt geil. Das haben wir natürlich übernommen. Ich glaube nicht, dass du einen einzigen Dokument von Toyota findest, wo das draufsteht. Aber, naja, ich bin mir sicher, das war okay so. Hat keiner gemotzt, weil nichts fliegen gegangen ist. Und unsere Chefmechaniker und so, die waren damals auch glücklich mit uns, glaube ich, die meiste Zeit. Warst du eigentlich nicht Chefmechaniker? Nee, ich war Nummer 1 Mechaniker. Chefmechaniker waren bei uns Gerard Lecoq vom Race-Team und die Dietmar Michel vom Testteam. Dem muss ich auch mal Bescheid sagen, weil er kommt auch aus meiner Ecke, dann nochmal den Grill anmachen. Dann müssen wir demnächst mal ein Treffen machen. Das ist immer geil. So, wenn du siehst, das ist der Master Switch. Da machst du das Auto an. Und letztes Mal habe ich euch ja erklärt mit diesem Feuerlöscher, mit dieser Kartusche, die da hochgeht, diese Sahnekartusche sage ich dazu und so weiter und so fort. Und diese Kartusche, die muss ja irgendwie aktiviert werden. Und dafür haben wir hier eine ganz spezielle Batterie drin. Die habe ich jetzt erneuern lassen von einem guten Bekannten von uns, weil die war natürlich nach über 20 Jahren auch platt. Und wenn du so siehst, du steckst ein und es ist wie einer zu Hause. Also ist die Garantie auch da, dass definitiv der Feuerlöscher funktionieren wird. Die Pushrods, die gehen hier auf die Rocker. Die Rocker seht ihr hier, das ist diese Umlenkung hier. So. Und die Stoßdämpfer liegen da schon bereit. Die werden dann so schräg eingebaut. Allerdings haben wir es nicht wie am normalen Auto, wo ihr es kennt bei McPherson oder sonst wie beim Straßenauto. Unsere Autos haben an Federn die Torsionsstäbe, also im Englischen Torsion Bars. Die Käfer und Alt-Porsche 911er-Fahrer unter euch, die wissen, wie das funktioniert, also quasi sein Drehstab als Feder. Auch natürlich beim Formelauto ein Grund des Platzes. Und auch vom Gewicht, weil wenn du so ein Ding in der Hand hast, das wiegt nichts. Und im Vergleich natürlich zu einer Druckfeder ist das natürlich schon ein Riesenunterschied. Das nächste Mal, wenn ihr kommt, haben wir auf jeden Fall die Cooling Ducts, die Bremsscheiben sind drauf, die Bremssättel sind dann auch montiert vorne. Und ich hoffe, dass ich den Kabelbaum und die Pedale und das alles drin habe. Ja, und dann, wenn der Kabelbaum für den Motor alles da ist, sieht das schon bald aus wie ein Auto. Lasst uns mal überraschen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und immer schön fleißig abonnieren und Fragen stellen und ja, liken und tschüss.